Ja, und ein herzliches Willkommen zu der dritten Folge von Life is Strange. Wir befinden uns hier auf dem Flur und hoffen, dass wir noch rechtzeitig zum Klo kommen, um das Geschehene, was wir in Folge 2 erlebt haben, vielleicht aufhalten zu können, indem wir von vornherein sagen, wir drehen die Zeit zurück. Da ist die Toilette. So. Ich hoffe, es geht. Wir erreichen es. Es wird was. Und nun gehen wir hinein. Okay, Max, retrace every step. Was haben wir zuerst gemacht? Nein, das haben wir nicht zuerst gemacht. Ich habe mich erstmal im Spiegel betrachtet. Aber okay. Ja. Sie macht ein Foto. Dann kam der Junge. Them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. A little girl. Who the fuck I am or who you're messing around Okay. Was machst du jetzt? Was machen wir? Feueralarm! I need a hammer to break it open. Okay, Leute. Hella more trouble for this. Ja, ich brauche irgendwas. Hier. Ever even missed your punk ass, would they? Get that gun away from Bewegen. me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Okay, also sie wurde gerade schon erschossen. Missed your punk. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz die Zeit zurückdrehen. Tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in. We're going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would? Nobody would ever even Hammer. miss your punk ass, would they? Feueralarm! No way. Don't ever touch me again, freak! Wir haben sie gerettet, Leute! Wir haben sie gerettet! Super! Another shitty day. Super! Sehr gut. So ist das geil. Wir haben sie gerettet. This cannot Leute. be real. Ey, wir haben hier gerade den Alarm ausgelöst, aber keiner weiß, dass wir auf der Toilette waren. Wir verlassen jetzt sofort die Toilette. Not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank Geht you, der uns hier Mr. so Madsen. an? The situation is under control. There's no emergency Oh, here. da Leave wird's Miss Caulfield Hallöchen. alone and please turn off that alarm since ist denn that's your das? job. Das ist ja ein schöner Direktor. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie uns vom Security-Mann befreit haben. Vielen herzlichen Dank. Schauen wir uns den Direktor mal ein wenig genauer an. Direktor Wells. Hallöchen. Ich bin's, die Max. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what Okay, wir he's thinking. sprechen ihn mal. Does he? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could Listen here. always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Nathan melden, die Wahrheit verbergen. Okay, Leute. Jetzt kommt eine entscheidende Handlung. Ja. Ihr seht es an den Farben. Und entweder ich entscheide mich jetzt dazu, Nathan zu melden, wie er das unbekannte Mädchen mit den blauen Haaren bedroht hat, oder ich verberge die Wahrheit und sage nichts. Ich weiß es ganz sicher nicht gerade. Ich muss mich aber jetzt zu etwas entscheiden. Ja, und ich würde sagen, ich gehe in diesem Spiel auf die volle Wahrheit. Daher bin ich der festen Überzeugung, jetzt das Richtige zu tun, indem ich Nathan melde. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun.
I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told We'll you? continue this discussion later in my office. Okay. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Tja, Leute, wir haben Direktor Wells jetzt die Wahrheit gesagt. Und er wird wahrscheinlich keine Schritte in die Wege leiten, könnte ich mir vorstellen, da wenn er wirklich zur angesehensten Familie gehört, dann, ja, kommt vielleicht am Ende ein bisschen Geld rum. Er könnte allerdings jetzt die Zeit noch zurückdrehen und uns für die andere Möglichkeit entscheiden, aber wie gesagt, ich spiele hier auf Wahrheit und deswegen würde ich Max, jetzt you better sagen, go on outside now. gehe ich jetzt nach draußen und wir belassen es dabei. Wir können ja dann nichts mehr ändern. Gehen wir nach draußen. Unsere Heimatstadt. Schönes Schulgebäude. Blackwell Academy. Cool. Scheinen alle ganz entspannt zu sein nach dem Feuerwehralarm. Nee, Feueralarm. Feuerwehr. Ha! Gunny. Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you. Okay. Er kommt jetzt gerade schon mal in das Office. Das scheint... Ja. Wir haben hier wieder überall die vermissten Poster. Von... Ich hatte den Namen schon wieder vergessen. Rachel Amber. Von Rachel Amber. She looks so Genau. hopeful and Rachel pretty. Amber. Mrs. I wonder what Grant, happened to her. unsere heißgeliebte Naturwissenschaftslehrerin, die hier aus dem Raum rauskam, als wir den ersten Mal den Flur betreten haben. Und ja, ihr wisst meine Zuneigung zu ihr. Oh mein Gott, ich will sie sprechen. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Ich würde Ihnen mit dem größten Vergnügen zuhören, Mrs. Grant. Sorry, Miss Grant. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Okay, er möchte überall Überwachungskameras installieren, das finde ich auch nicht schön. Das ist verrückt, das hätte Rache helfen können. Nein, das ist verrückt. That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. So alt ist Blackwell, die amerikanischen Ureinwohner. Sie wissen eine Menge. Ich würde sagen, die amerikanischen Ureinwohner. The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Natürlich unterschreiben wir mit dem größten Vergnügen. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Jetzt kommt der Schmetterling, wa? Ja. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Ja, es kommt jetzt immer so ein Gefühl in mir auf. War das jetzt richtig, war es falsch? Ich meine, klar, wir haben die Gar, wir können zurückdrehen, aber sollen wir das wirklich machen? Es ist.
Hey, wake up. Das bringt jetzt auch irgendwo nicht richtig. Denke ich. Ja. Oh, wen haben wir denn hier? I better read Warren's text before he blows my phone up. Okay. Das ist auch ein Mobile Phone. Er scheint es am Anfang schon ziemlich zugetextet haben. Hallo? Sorry, ich bin dran, verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Hoffentlich. Okay. Oh, da haben wir noch. Ja. Mama, Kate und Papa. Okay. Okay, I better get to my dorm and grab Ist das that hier flash drive. eine Drohne? Naja. Ansehen. I bet the Blackwell founders would Die shit Gründer cats Blackwells if they würden saw sich im today's Grab student umdrehen, wenn body sie die walking around like Schülerschaft heute zombies sehen on their phones. Okay. Machen wir mal ein Foto. Von diesem wunderschönen Herrn. Okay. Weitwinkel, Errungenschaft, wahrscheinlich Münze, Ansehen. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Und dann springen. Oh ne, hinsetzen wollen wir uns jetzt nicht. Oder doch? Setzen wir uns mal hin. This day has been so Der Tag war so insane. verrückt. Everything is happening Alles passiert too zu fast. schnell. And none of it Und makes nichts ergibt any Sinn. sense. Diese Vision, diese Kraft, vision diese is Gabe. Power. Ja, I keep expecting ich to warte wake up jeden one Moment more darauf time. aufzuwachen. But if this is a Aber dream, wenn das ein Traum ist, I'm schlafe ich not nicht. asleep. Which means somehow, Was bedeutet, ich habe I die Zeit did zurückgedreht. Das ist rewind korrekt. so there has to be Also a muss es reason. einen Grund geben und den muss And ich I have to herausfinden. find out why. Da bin ich voll deiner Meinung. So. Da sitzen wir jetzt nun. Wir stehen jetzt auf oder auch nicht. Ich weiß ja nicht, was sie jetzt noch vorhat. Ja, na gut. Wir sitzen jetzt hier und ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, hier aufzuhören. Dann würde ich sagen, das war's für die dritte Folge von Life is Strange. In der nächsten Folge werden wir herausfinden, wer Warrens genau ist. Werden uns noch ein wenig mit den umliegenden Schülerschaften ein wenig Bekanntschaft machen und werden dann weitergehen in der Geschichte von diesem entscheidenden Spiel. Bis dahin, Leute. Macht's gut.